Hallo, Spiegel Online hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel „Oh, wie schön ist Paraguay? Sehnsucht nach einem besseren Leben." Und in der Einleitung dazu heißt es, tausende deutsche Corona-Flüchtlinge sind nach Paraguay gegangen, um der Impfung, der Maskenpflicht und dem ganzen System zu entgehen. Was machen sie jetzt dort? Und vor allen Dingen, wie blicken alteingesessene Auswanderer auf die Neuzugänge? Wir selber haben etliche Mandanten, die in den letzten Jahren nach Paraguay gezogen sind. Und daher wollen wir heute mit Sebastian darüber sprechen, ob sich die Erfahrungen unserer Mandanten mit den Erfahrungen, die in dem Artikel beschrieben werden, auch decken oder ob da ganz andere Dinge eigentlich zu Licht kommen. Sebastian, erzähl mal, wie fandest du erstmal diesen Artikel und inwieweit deckt er sich denn mit den Stimmen, die du von deinen Mandanten dort hörst? Also grundsätzlich, der Artikel hat viele Punkte, die so korrekt sind. Ja, also ganz klar, es gab viele tausende Deutsche, die während der Pandemie nach Paraguay ausgewandert sind, aufgrund genau der Themen, die hier der Autor des Artikels hier auch gerade beschrieben hat. Also keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht, letztlich hier nicht eingeschränkt zu sein von Lockdowns. Man muss natürlich wissen, Paraguay ist ein Riesenland, ja, mit einer kleinen Bevölkerung, also so die Bevölkerungsdichte, wie sie jetzt die deutschen Ballungsräume oder die europäischen Ballungsräume kennen, gibt es dort nicht. Insofern sind natürlich auch die Herausforderungen an das Gesundheitssystem ganz andere. Und man muss natürlich sagen, in Paraguay, die Regierung, der hat dieses Image gar nicht gefallen, dass sie hier so eine Insel sind der Seligen, sage ich jetzt mal, der Impfgegner. Die haben dann relativ schnell ja auch dann die Kandare angezogen, ja, und die Bedingungen verschärft. Aber natürlich grundsätzlich natürlich die Frage ist, wer kann es überhaupt kontrollieren in so einem großen Land? Ja, also natürlich gibt es dort mehr Freiheiten von solchen Einschränkungen, wie wir sie ja hier erlebt haben, diejenigen, die in Europa waren, im Hinblick auf Lockdown und so weiter. Da muss man ganz klar sagen. Sind wir alle traumatisiert davon. Jetzt der Autor Guido Mingels ist ein preisgekrönter Schweizer Journalist, aber natürlich hat er in seinem Kopf und auch ganz deutlich in dem Artikel eine Story, die er erzählt. Nuanciert ist sie zum Teil, aber es ist ganz deutlich, es gibt so eine Sache, die er ganz klar kommunizieren will. Erzähl uns, was das genau ist und dann auch, wie du dazu stehst. Ja, also es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, hier nicht wirklich nuanciert, ja. Und ich meine, Objektivität, Unvoreingenommenheit und Respekt in den Medien sind natürlich höchst selektiv, ja. Also man müsste sich mal vorstellen, dass der gleiche Journalist einen ähnlichen überheblichen Artikel über eine Trans-Community geschrieben hätte, ja, der wäre am nächsten Tag gefeuert worden, ja. Also hier ist ganz klar, man steht letztlich diesen Deutschen, die diesen Schritt gemacht haben, komplett verständnislos gegenüber. Man denkt letztlich, so kommt es zumindest rüber, dass das alles Spinner sind. Nicht alles, aber jedenfalls die meisten, die in dem Artikel beschrieben werden. Muss man ihm auch nicht wirklich übel nehmen, vermute ich. Denn zum einen haben natürlich viele dieser Auswanderer auch das Gespräch verweigert. Man will ja mit einem systemtreuen Journalisten hier sich nicht wirklich austauschen. Und zum anderen ist natürlich diese Haltung auch repräsentativ für die Bevölkerung, meine ich. Ja, also viele denken natürlich in der Bevölkerung, was für ein Quatsch, was für ein Spinner, da nach Paraguay auszuwandern. Und ich glaube, das geht jedem Auswanderer so und das muss man ehrlich gesagt auch ganz gelassen nehmen. Ich meine, mir selbst ging das auch so. Ich bin ja in verschiedene Länder ausgewandert mit meinen Kindern und auch meine eigene Familie hat gedacht, ich wäre komplett verrückt. Ja, also das heißt, man braucht jetzt dort, man braucht sich jetzt hier nicht in einem Rechtfertigungsdrang zu ergehen. Ja, es ist komplett normal, nicht verstanden zu werden und für verrückt gehalten zu werden. Das ging schon den Deutschen so, die vor 150 Jahren in die USA ausgewandert sind. Ja. Also ich denke, man muss das einfach sehen. Ich glaube, hier zwar ist der Artikel ganz klar natürlich überheblich, aber wie gesagt, ich glaube, hier wird einfach repräsentiert, was der Großteil der Bevölkerung über jene denkt, die nach Paraguay oder ähnliche Länder auswandern oder grundsätzlich auswandern. Und darüber wollen wir uns gleich nochmal unterhalten. Aber ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu erklären, dass in dem Artikel geht es also nicht um deutsche Auswanderer, die nach Paraguay gezogen sind und dort in der Stadt wohnen und sich in das Leben integriert haben, sondern es geht ganz speziell um Deutsche, die in eine Kolonie, würde ich es fast nennen,
innerhalb von Paraguay gezogen sind und also praktisch wie ein kleines Deutschland da haben. Und in vielerlei Hinsicht, also in dem Artikel ist es ganz interessant beschrieben, dass es sind zwar so Schlammstraßen und nicht befestigte Straßen, aber dann hast du da ganz akkurat deutsche Häuser stehen mit einem Zaun drum und die Hecken sind ganz nett geschnitten. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine Mischung zwischen dem Urwald in Paraguay, aber so das Reihenhaus aus Deutschland hat man gleich mitgenommen. Genau, also er hat ja hier den Ort Colonia Independencia bereist. Es ist ungefähr einen halben Tag Autofahrt von Asunción, der Hauptstadt von Paraguay, entfernt. Einer Stadt, die von deutschen Auswanderern gegründet wurde, wo es auch eine lange deutsche Historie gibt, wo es auch schon viele Deutsche gibt, die dort seit vielen Jahren schon leben, jetzt nicht nur im Rahmen der Pandemie dorthin verzogene. Aber ganz klar, während der Pandemie war natürlich dieser Ort wie ein Magnet. Das heißt, Leute aus Deutschland, die nach Paraguay gezogen sind, ausgewandert sind, die sind natürlich vielfach dorthin umgezogen. Der Bürgermeister, der ja auch in dem Artikel hier dargestellt wird, durchaus positiv übrigens, freut sich natürlich ja über die Deutschen. Da werden Jobs geschaffen, da machen die Geschäfte Umsatz. Natürlich gibt es auch immer wieder Probleme, denn die Deutschen sind natürlich anspruchsvoll, gerade was die Sicherheit anbelangt, kann man ja verstehen. Also genau, um diese, sage ich mal, deutsche Enklave, will ich schon fast sagen, geht es im Grunde in dem Artikel. Jetzt lass uns noch mal auf das Thema Auswandern grundsätzlich, ob es jetzt nach Paraguay oder in die Schweiz wie in deinem Fall oder in viele andere Länder, ist eine komplexe Sache. Auf der einen Seite wissen wir oft, dass vom Kopf her es macht Sinn, aus Deutschland wegzuziehen. Wir bezahlen weniger Steuern, der Lebensstil in einem anderen Land gefällt uns möglicherweise besser. Aber das Herz ist doch sehr influential, sehr einflussreich und hält uns oft davon ab, eine Entscheidung zu treffen, die wir eigentlich wissen, mehr Sinn machen würde. Erzähl uns so ein bisschen über deine Erfahrungen und was du so gehört hast und warum deiner Meinung nach man sich so schwer damit tut, den Schatten zu überspringen und zu sagen, doch, ich ziehe weg. Ganz klar, natürlich sind wir hier meiner Meinung nach sehr evolutionär geprägt. Ja. Wir sind von Kindesbein an dazu konditioniert, die Sippe nicht zu verlassen. Denn jenseits der Dorfgrenzen lauern Gefahren, wilde Tiere, Hunger, Kälte. Wir trichtern unseren Kindern von früh an ein, nicht wegzulaufen. Und wer wegläuft, bekommt saftig Ärger mit Mami und Papi. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe von meinem Vater die erste Backpfeife bekommen, als ich ungefähr 3 Jahre alt war und mit dem Dreirad von zu Hause weggefahren bin zu einem kleinen Bach, ungefähr 5 bis 10 Minuten weg. Ja, also diese Idee, nicht von zu Hause dich zu weit weg zu bewegen, die ist in uns drin. Wir kennen ja dort diverse Lieder, die zu dem Thema geschrieben sind. Ganz bekannt der Evergreen von Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. Er verlässt letztlich das Haus. Er hat alles bei sich, was er braucht. Pass, Geld. Er kann gehen auf den Flieger, aber er schafft es nicht, weil er zu emotional verwurzelt ist. Und ich kenne es tatsächlich auch von vielen Mandantengesprächen. Ich führe ja sehr viele Gespräche mit Mandanten, die auswandern, die ausgewandert sind. Aber auch sehr viele mit Leuten, die es im Grunde wollen, aber am Ende es dann nicht schaffen, weil sie sich einreden, es geht nicht oder es macht keinen Sinn oder was auch immer. Oder da gibt es irgendwelche Gefahren. Und das ist, wie gesagt, eine Erfahrung, die machen sehr viele. Besonders eindrucksvoll schildert das der österreichische jüdische Dichter Theodor Kramer, der letztlich hier den Vorgang beschreibt, wie er sich letztlich aus Österreich während des Zweiten Weltkrieges bzw. der Nazizeit selbst mit dem eigenen Messer seine Wurzeln aus seiner Erde hier drehen musste, um letztlich dann sich zu überwinden, ins Ausland zu fliehen, um letztlich hier Haut und Haare zu retten. Also selbst bei drohender Lebensgefahr letztlich fällt es uns so schwer, oftmals das Althergebrachte zu verlassen. Und der Staat macht sich natürlich diese emotionale Abhängigkeit zunutze, unterzieht uns fast einer Gehirnwäsche und wir reden uns dann ein, hier Deutschland über alles, das ist das einzige Land, wo man Kinder groß werden lassen kann, das einzige Land, wo ich beruflich was erreichen kann, das einzige Land, was sicher ist, das einzige Land, wo die Qualität stimmt.
und so weiter und so fort. Ja, natürlich, jeder denkt in gewisser Weise so über sein Heimatland. Das ist in gewisser Weise natürlich auch normal, Heimatverbundenheit, ganz klar. Aber dieses Denken steht eben im Grunde im Wege, wenn man dann ins Ausland will. Und ich meine eben, dass der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, der Guido Mingels, diese Dynamik nicht wirklich verstanden hat. Was in dem Artikel natürlich auch so ein bisschen nur angesprochen wird, ist die Tatsache, dass für viele die Pandemie tatsächlich nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Dass viele sich mit dem Gedanken sowieso vorher schon auseinandergesetzt haben und dann so ein bisschen, das hier war jetzt der Trigger. Jetzt ist es soweit, jetzt muss ich ja einfach losgehen. So ist es, genau. Also meiner Meinung nach versteht er diese Dynamik überhaupt nicht. Ja, also er sieht letztlich hier diesen Vorgang, dass diese Menschen hier während der Corona-Epidemie nach Paraguay auswandern, isoliert von allen restlichen Faktoren. Ja, ich bin da überzeugt davon, dass viele der Menschen, die nach Paraguay ausgewandert sind, schon lange sich mit dem Gedanken tragen, auszuwandern und nicht wegen der Corona-Krise ausgewandert sind, sondern letztlich die Corona-Krise dann einfach nur gebraucht haben als Trigger, als Anschub, so ich sage es mal als Tritt in den Hintern, um es jetzt wirklich zu machen, weil da sind natürlich dann viele aus Deutschland weg. Ja. Da wurden dann für manche die Zustände natürlich dann tatsächlich schwierig. Lockdown und so, Kinder können nicht in die Schule gehen, möglicherweise Geschäfte wurden geschlossen, das eigene Unternehmen hat gelitten. Für viele waren das traumatische Erfahrungen, ganz objektiv. Ja. Und für viele war das dann letztlich der Antrieb und hat ihnen in gewisser Weise die Energie gegeben und den Push ins Ausland zu gehen. Das ist ja oftmals so. Ja. Also oftmals wird ja auch positive Veränderung außerhalb der Comfort Zone sozusagen erzeugt. Ja. Es ist immer der Leidensdruck oder wie man auf Englisch sagt, das sogenannte Bleeding Neck, ja. Was dich hier dazu dann letztlich antreibt und pusht, letztlich dann hier Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen. Und das war meiner Meinung nach Corona. Also das war letztlich dieser Trigger, der Auslöser, der den Menschen dann den letzten Schub gegeben hat. Jetzt erzähl uns mal ein bisschen über deine Mandanten, die in Paraguay sind oder in Paraguay waren. Inwieweit decken sich die Erfahrungen, von denen wir in dem Artikel lesen, mit denen, was Sie erfahren haben? Wie viele sind noch da und wie viele haben gesagt, das war ein nettes Abenteuer, wir kommen zurück nach Deutschland, oder das war ein nettes Abenteuer und jetzt hätten wir gerne noch ein anderes Abenteuer und wir ziehen weiter in der Welt? Wir haben viele Mandanten, die umgezogen sind nach Paraguay während der Pandemie. Der Artikel beschreibt diese Menschen zum Teil sehr negativ. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Erfahrung. Das sind keine arroganten Systemgegner, die dort jetzt umgezogen sind nach Paraguay, sondern im Grunde genommen Menschen, die für ihre Familie einfach das Beste erreichen wollen. Natürlich eine gewisse Abenteuerlust spielt da mit, aber das sind jetzt keine Arroganten, die hier jetzt meinen, sie müssen sich jetzt vor der Welt verstecken. Ja, also tatsächlich sind etliche der Mandanten immer noch in Paraguay. Viele machen sich natürlich Gedanken dazu, was jetzt als nächstes kommt. Will ich jetzt dort langfristig bleiben, tatsächlich mein Leben führen? Oder will ich vielleicht woanders hingehen? Ein weiteres Detail aus dem Artikel, was ich überhaupt nicht teilen kann, ist so diese Meinung letztlich, die dort geäußert wird, dass diese Menschen dort hingegangen sind, um dort für immer zu bleiben und letztlich dann aus Deutschland zu fliehen. Ich glaube, es gab während der Pandemie sehr wenige Optionen, wo man hin konnte. Es gab ja überall Reisebeschränkungen. Dubai war so eine Destination, da sind viele hin, aber Dubai ist speziell, Dubai ist teuer, da gibt es halt, da muss man ganz schöne Voraussetzungen erfüllen, ist auch nicht jedermanns Sache, in so einer Stadt zu leben. Dann gibt es andere Beispiele wie Mexiko oder eben Paraguay. Ja, und viele sind dorthin gegangen, weil es letztlich wenig andere Optionen gab. Ich glaube nicht, dass die vielfach das Ziel hatten, dort tatsächlich jetzt für die nächsten 20 Jahre zu bleiben, sondern man muss eben einmal den Schritt raus machen und dann ist man letztlich an einem Ort angelangt, wo man schon mal wenig Steuern bezahlt. Das heißt, mal angenommen, ich bin jetzt Freiberufler, arbeite dann von Paraguay aus für meine deutschen Kunden, bekomme dann, was weiß ich, weiterhin meine 120.000 Euro im Jahr, zahle darauf dann keine Steuern, anstatt jetzt in Deutschland 40-50% Abgaben dafür abzudrücken. Das ist natürlich schon mal ein Wort. Ja, da kann ich schon Vermögen aufbauen. Und dann kann ich von dort aus ja dann planen, mit der Familie zusammen, wo es hin dann geht. Also keiner der Mandanten, mit denen wir sprechen, wollen nach Deutschland zurück, aber möglicherweise in
andere Länder. Paraguay war also mehr oder weniger so ein Zufluchtsort, ja, der erreichbar war für viele, aber jetzt nicht letztlich das Land, wo man jetzt für immer bleiben will. Jetzt berätst du natürlich viele Leute, die nach Paraguay gegangen sind, aber auch zu anderen Ländern, wenn jetzt uns jemand zuhört und zuschaut und sagt, ja, eigentlich, also die Pandemie habe ich hier ausgestanden, aber eigentlich bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, ich will hier weg. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich will hier weg. Wie kannst du ihnen zur Seite stehen? Wir haben viele Mandanten, die in Paraguay sind und auch viele jetzt dort wieder weg wollen. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Also ich meine, man hat es dann unterschätzt. Das hat also nicht funktioniert. Oder aber es gibt andere Gründe. Man realisiert einfach, man möchte eben da doch nicht langfristig bleiben. Wenn das also deine Situation ist, die ja übrigens auch der Anwalt, der in dem Artikel zitiert wurde, sehr schön geäußert hat. Er hat ja gesagt, um ein kleines Vermögen in Paraguay aufzubauen, musst du ein großes mitbringen. Ja, fand ich sehr treffend. Ja. Weiß ich nicht so, ob das so stimmt jetzt wirklich, aber okay, ich fand es zumindest interessant. Aber wenn du dich in der Situation befindest, du bist in Paraguay, du weißt im Grunde nicht wirklich, wohin es als nächstes gehen könnte, wo du ähnlich positive steuerliche und auch ansonsten freiheitliche Rahmenbedingungen findest, dann kannst du natürlich gerne bei uns melden, buchen ein Beratungsgespräch. Wir beraten sehr viele Mandanten. Wir sind jetzt nicht auf eine bestimmte Jurisdiktion, auf ein Land festgelegt. Wir sind da komplett ergebnisoffen. Der eine mag in jedes Land, der andere mag wiederum in ein anderes Land, in verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen klimatischen Zonen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten weltweit hier was zu machen. Das kommt ganz spezifisch natürlich an, wie deine Situation ist. Hast du Familie, hast du Kinder, was machst du beruflich und so weiter und so fort. Aber buche hier ein Beratungsgespräch und wir beraten dich diesbezüglich gerne und können dir helfen und dich dann auch begleiten beim Umzug von Paraguay in ein anderes Land. Okay, super. Sebastian, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wir tun den Link zu dem Artikel, oh, wie schön ist Paraguay, in die Shownotes, oder? Das machen wir, genau, ja. Super. Vielen Dank, Sebastian. Bis dann. Bis dann. Eine Sekunde. Ich muss mal meinen Stuhl auswechseln, weil der hier knarrt total. Das geht mir auf die Nerven. Ich bin gleich wieder da. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.